Ja, wie ihr wisst, planen wir eine Reise in die Türkei, hintenrum über ganz viele Länder, aber damit ist jetzt erstmal Schluss. Warum? Das erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, Planung ist noch nicht vorbei für unsere große Reise, aber sie wird natürlich noch länger dauern. Ich gehe mal davon aus, dass wir da noch so ein Jahr mindestens mit zu tun haben, anderthalb, dann geht es um die Autos und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt erstmal keine Lust mehr zu, denn ich muss jetzt unbedingt weg. Und das ist auch der Grund für dieses Video. Wir werden jetzt einiges im Kanal umstellen, weil wir fahren in die Türkei. Wenn ihr dieses Video seht, sind wir wahrscheinlich schon unterwegs. Es geht natürlich wieder nach Pirasis in unsere Wohnung und wir fahren wieder mit dem Auto, auch das ist wieder klar. Und natürlich fahren wir wieder wahrscheinlich die Strecke, die wir sonst immer fahren, über Österreich, Ungarn, Serbien, Bulgarien, in die Türkei rein und dann eben nach Pirasis. Wir werden voraussichtlich circa 3 Tage dafür benötigen. Wir werden dieses Mal auch wieder nicht wahrscheinlich irgendwo halten, sondern wir werden bis auf abends mal eben ein paar Stunden schlafen durchfahren. Das heißt, Wien bei Tag wird wieder nichts werden. Je nachdem, wann wir da vorbeifahren. Wir sind ja beim letzten Mal da auch schon vorbeigefahren auf dem Rückweg und da war es auch noch hell, aber man konnte nichts sehen, die hatten so viele Trennschutzwände, also das wird dann auch nichts und das heben wir uns auch mal wirklich dann dafür auf, wenn wir auch wirklich viel Zeit haben. Diesmal haben wir nicht ganz so viel Zeit, wir haben nur 4 Wochen Urlaub und deswegen müssen wir da halt ein bisschen uns sputen, um dann auch einiges dort zu sehen. Ja, wie gesagt, 3 Tage sind wir unterwegs. Wir werden wahrscheinlich auch Istanbul großräumig überfahren. Das hat mir beim letzten Mal ganz gut gefallen. Diese große Autobahn rund um Istanbul, die hat uns jede Menge Zeit gespart. Gut, sie hat auch ein paar Euro gekostet. Ich glaube, das waren so 15 bis 20 Euro, die wir da insgesamt bezahlt haben. Aber das ist okay, sofern wir dann nur gut rumkommen. Normalerweise ist es ja so, dass wenn wir durch Istanbul fahren, wir da durchaus 3 Stunden für brauchen. Außenrum geht es in 1,5, wenn nicht noch schneller. Ja, was wollen wir im Urlaub machen? Wir haben uns natürlich ganz viel vorgenommen. Von diesem ganz viel mal schauen, was wir da schaffen werden. Ich befürchte wieder mal wie immer nicht ganz so viel. Wir wollen natürlich in die Berge fahren, ins Berghaus. Da habe ich ja einiges vor. Ich wollte dort so 1 oder 2 Käse herstellen mit der leckeren Milch von dort. Wir wollen vielleicht auch noch mal ein wenig kochen, und zwar eben nicht auf einem ganz normalen Herd, sondern wir wollen mal so ein bisschen ein anderes Video probieren. Auch da seid ihr mal ordentlich gespannt, was wir da so treiben werden. Ja, wir werden natürlich diesmal viel chillen. Die Haselnussernte ist erst im Mitte August angeplant und da wir die Felder verpachtet haben, haben wir da auch keine Arbeit mehr mit und können wirklich auch chillen. Und vielleicht schaffen wir es dann auch mal, so ein bisschen durch die Gegend zu fahren, auch in Gebiete, wo wir bisher noch nicht fahren, vielleicht tiefer in die Berge, vielleicht Richtung Trabzon, vielleicht Richtung Georgien oder weiter, keine Ahnung, das werden wir sehen, wie das Wetter vor allen Dingen ist und ja, wie wir dann auch Lust haben. Wir werden natürlich an den Strand gehen, Strandurlaub machen, das Essen genießen, das Übliche halt, was man im Urlaub dann auch so macht. Und natürlich nehmen wir euch mit. Wir werden jetzt nicht wie beim letzten Mal jeden Tag ein Video machen. Da habe ich auch auf der Fahrt schon mit dem Handy dann eben schnell die Videos geschnitten.
Diese Fahrtstrecke kennt ihr ja jetzt auch schon aus den Videos aus dem letzten Jahr oder auch aus den Videos vom vorletzten Jahr. Da ändert sich natürlich nicht ganz so sehr viel. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich über den Weg berichten, aber wir werden es nicht jeden Tag veröffentlichen. Geplant ist, dass wir einmal auf jeden Fall die Woche etwas veröffentlichen. Das wird auf jeden Fall sonntags sein. Ich werde die Videos qualitativ ein bisschen hochwertiger machen, als ich es mit dem Handy letztendlich machen kann. Deswegen werde ich mir da auch ein bisschen mehr Zeit lassen, denn wir haben ja auch schließlich Urlaub. Sodass eben wie gesagt nur am Sonntag ein Video kommen wird. Gegebenenfalls, je nachdem wie viel wir aufnehmen können, wie viel wir auch erleben, wird der Mittwoch noch hinzukommen. Aber das werdet ihr ja sehen, sofern ihr denn unseren Kanal abonniert habt, sofern ihr denn auf die Glocke gedrückt habt, dann werdet ihr nämlich immer schön informiert. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann kriegt ihr auch die neuesten Videos mit. Was ich ebenfalls plane, sind Live-Videos. Wir werden live vielleicht auch schon von unterwegs aus berichten, von der Fahrt vielleicht mal eben 10 Minuten, Viertelstunde live gehen. Vielleicht kommt denn einer, ansonsten werdet ihr die Videos dann im Nachhinein ja natürlich sehen. Wir werden, wenn wir in Pirasys sind, da werden wir auf jeden Fall ein Live-Video starten, mittwochs, und ja, da müsst ihr dann mal gespannt sein. Wir werden wahrscheinlich, und das versuche ich diesmal auch, ein Live-Video aus den Bergen mal starten. Die Internetverbindung dort ist natürlich nicht ganz so super, und ich werde wahrscheinlich dann auch nicht so unbedingt lesen können, was ihr gegebenenfalls in den Kommentaren schreibt. Aber mal live dabei zu sein, wie es in den Bergen aussieht, das ist bestimmt auch mal für euch ganz interessant. Ja, das sind so die Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Dazu kommen die üblichen Sachen wie shoppen gehen. Ich brauche diverse Dinge neu, das kaufe ich meistens da habe ich meine Stammgeschäfte. Und wie immer werden wir versuchen, euch so weit wie es geht mitzunehmen. Ihr werdet also die andere Seite der Türkei kennenlernen, nicht den Süden, sondern eben den Norden. Und auch das wird sicherlich mal ganz interessant. Ihr habt es ja wie gesagt auch schon in den letzten Jahren gesehen. Ihr werdet jetzt sehen, was es da für Neuerungen gibt. Und ja, gut, soweit erstmal von mir. Das nächste Mal, wenn ich mich melde, werde ich mich aus der werden wir uns aus der Türkei melden. Wir fahren ja zu dritt insgesamt, Sharife, ich und Atesh. Unser Hund, der wird natürlich auch mitkommen. Und was wir auf dem Weg erleben und was wir vor Ort erleben, das erfahrt ihr natürlich in unseren Videos. Bleibt weiterhin gespannt und bis zum nächsten Mal.